Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stanley Parable Deluxe Edition. Freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wollen wir mal versuchen, das Geheimnis ein bisschen zu lüften. Ja, wir haben die Uhrzeit wieder eingestellt. Der gelbe Streifen ist natürlich verschwunden. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Ja, ihr kennt es ja. Strom sparen. Der ist aus. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Nee, wir gehen hier mal wieder. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ja, in den Büros ist weiterhin nichts los. Und ich möchte gerne über die Lounge mal gehen. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. So, weiter geht's. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Jetzt gehen wir hier mal tatsächlich durch. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Ja, jetzt können wir auch hier mal kurz rumgucken, oder? Die Tür geht nicht auf, schade. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. So, schauen wir es erstmal hier um. The future was yesterday, tomorrow is now. Interessant. Was liegt denn hier so alles rum? Und wer zum Teufel bedient den Beamer? Ich würde sagen, wir gehen mal ins Chefbüro. Ach, guck mal. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. There was nothing here. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. Doch, ich will hier so eine Zange. Gib mir eine Zange. Ist sicher. Oder hier so ein Besen. Der Nimbus 2000. It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Ja, ich gehe ja schon. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Gehen wir erstmal unten rum, oder? But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss. Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe
He thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment and my wife and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. This is the story of a woman named Mariella. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments she considered the strange man. He was obviously crazy, this much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't.
It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day, the very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Tja, der Weg war nicht so gut, glaube ich. Ja, Stanley Parable. Ein eindrückliches Beispiel, wie das Spiel funktioniert. Aber wir geben nicht auf. Ja, jetzt versuchen wir mal unser Glück beim Büro des Chefs. Ich habe gehört, Tiefgarage ist eine blöde Idee. Hier sieht es ja edel aus. Wie hoch ist die Decke hier bitte? So. Ja. Time Magazine und los geht's. Entschuldigung. Ja, viel besser. Money in the morning, money in the evening, money for breakfast, money crisp. Schöner Spruch. Weiß nicht, ob der da so hingehört. Gut, schauen wir uns hier mal um. Da sind wir verrückt geworden in der Tiefgarage, glaub's gar nicht. Oh, die Assistentin ist, oder der Assistent ist auch nicht da. Tja, PC ist tot. Was ist denn hier mit dem Telefon? Hallo? Business Time. Das Glas ist aber auch leer, ne? Also es sah oder sieht auch nicht so aus, als wäre hier jemand gewesen. Bis auf die paar Stifte da und ein bisschen Papierkram. Kommen wir hier rein? Oha. Das scheint das Büro zu sein. Wir gehen erstmal hier gucken, oder? Hier stehen auch Gläser rum. Hier liegt überall Papier am Boden. Wow. Business-Strategie. Das Bild ist ja der Knaller, ey. Okay. Ja. Ist das Kunst oder kann das weg? Schön. So, was gibt's hier? Eine Menge Bücher. Schieben kann man ins Regal nicht, ne? Hier gibt's einen Aufzug. Ich würde sagen, wir gucken mal hier. Ich weiß. Oh, guck mal. Da ist noch ein Bild. Ah ja. Geile Manschettenknöpfe. Okay, jetzt ist noch die Frage, gehen wir ins Büro oder gehen wir in den Fahrstuhl? Wir gehen in den Fahrstuhl, oder? Kann man eigentlich auch nach oben fahren? Gibt's noch einen oben? Was gibt's hier? Aha. Okay, Wahnsinn. So, wir wollen nach oben. Ah ja, Chaka, Chaka. Tja, ganz schön lange Fahrt, wa? Wie weit geht denn das hier bitte nach oben? Was? Ach, wir genießen einfach mal ein bisschen die Musik. Ey, so hoch kann das Gebäude doch gar nicht sein. Was? Weit gekommen. Weit gekommen sind wir ja nicht. Komm, wir fahren nochmal runter.
Ja. Vor allem der Refrain in dem Lied. Stanley. Okay, der Aufzug ist gefaked. Das ist ein Fake-Aufzug. Ist egal, wo man fahren will, der fährt ja nirgendwo hin. Okay, so. Wir gehen jetzt mal in das Büro vom Chef hinein. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him, and so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Super geheime Geheimzahl. Sehr schön. Was? Ein Chefbüro mit Kamin, ist klar. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Guck mal, da oben ist eine Kamera. Geht das Klavier? 2845. Ist ja gut, wir machen ja gleich. Ich wollte doch erstmal was spielen. Mhm. Aschenbecher in Büros sieht man auch nicht mehr so oft, ne? Die Aktentasche ist noch da. Forgot, but it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself, and Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. Was? Ich wollte mir doch den Wein angucken, Mann. Was? 28,45. Oh, ich sehe die Zahlen ja nicht mehr. Warte, die 2, 8, 8. Nee, verdammt. Hier wäre die 8 gewesen. Ja, ist ja gut. Komm mal, hier, warte. Ich will es trotzdem nochmal eintippen hier. 28. 45, ne? Okay, interessantes Geräusch. Vor allem, warum wird alles dunkel und der Raum geht hier auf? Ist auch interessant, ne? Dass da so Rollläden runterkommen. Okay. Okay, Dämmwolle. Stromgenerator. Baulicht. Ach du Scheiße, was ist denn das hier alles? Ach, die sind hier noch am Bauen, ne? Die haben hier gerade hier, das ist das Zeug. Ja. Die sind hier eigentlich noch gerade dabei, alles abzudichten. Guck mal, da oben ist auch ein Raum. Da geht ein Kabel irgendwie hier lang. Okay. Da gibt es einen Fahrstuhl, der ist ganz schön gruselig, ne? Guck mal. Da gibt's nix. Können wir hier hochfahren? Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Ja, schön ist anders, ne? Was? Ist die Birne gerade... Oh, leck. Wie tief geht denn das hier runter, bitte? Was ist denn das hier eigentlich für ein Raum? Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Ob Stanley das wirklich möchte, weiß ich noch nicht.
Ach, guck mal. Notausgang. Sieht auch sehr einladend aus. Sollen wir da mal hinlaufen? Sollen wir in das Mind Control gehen oder komm, wir gehen mal hier lang? Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Was? Wir probieren es trotzdem. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Oh je, ich bin so gespannt. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Voll die Einladung, oder? Was? As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Ha! Und wir leben noch. Es gibt 2 Sprecher, das ist ja... Ich habe das Gefühl, wir gewinnen das Spiel heute nochmal. Stanley Parable. Och nee. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Wir sind tot? Geil, was ist denn das für ein Gebäude? Yay, so ein Büro will ich aber auch. Landschaftsgemälde. Okay, das Blatt kennen wir schon, den Berg kennen wir schon, Berg, Wiesen und Berg, Wald, Meer, Berg. Da ist jemand sehr großer Bergfreund. Wir gucken nochmal hier. Gab es ja auch noch was? Ich hätte ja eigentlich gedacht, wir fangen jetzt echt im Büro nochmal an. Geil. So, warte mal, wir müssen mal Büro-Grundriss. Was ist denn das hier? Stanleys Computer. Das ist mein Büro. Und dann bin ich immer hier rausgegangen, habe hier die Stromzufuhr bei den Rechnern ausgemacht, damit wir Strom sparen. So, jetzt lass uns mal gucken. Büro-Grundriss. Dieser Plan zeigt das Büro von Spielanfang. Der Weg von Stanleys Büro zu den beiden Türen
war der erste Teil des Spiels, der gebaut wurde. Im Laufe der Entwicklung wurden Abschnitte hinzugefügt und verändert. Aber der Kerngrundriss ist fast identisch zum ersten Durchlauf. Naja, und dann sind wir hier rum und hier war dann die Auswahl, ne? Der Gang. Es war wichtig, das Spieltempo in diesem ersten Abschnitt richtig einzustellen. Dieser Korridor wurde verschoben und verändert, um sicherzustellen, dass der Spieler die beiden Türen in einer guten Zeit erreicht. Ah ja. Okay. Die zwei offenen Türen waren der erste konkrete Teil des Parabeldesigns. Als dieser Raum erstellt worden war, entwickelte sich der Rest des Spiels als eine Erweiterung davon. Eine Erkundung des Widerspruchs, den dieser Raum darstellte. Ist das cool. Aktenschränke. Okay, sehr schön. So, was haben wir hier? Ach ja, das ist so ein Musterschreibtisch. Das Büro. Kommen wir da rein? Kann man dahinter gucken? Ah ja. Schauen wir mal hier noch. Knopfgeräusche. Eine Auswahl an Geräuschen, die im gesamten Spiel beim Drücken von Knöpfen verwendet werden. Jedes Geräusch ist eine Mischung aus einem Tastaturanschlag und einem künstlichen Ton. Okay. Okay, jetzt gucken wir mal hier, was ist das? Bürocomputer. Was haben wir hier? Solitär. Okay, Employee Database. Okay, wunderbar. Oh nein, hier kann man schon wieder links oder rechts, ne? Wir haben das Spiel jetzt aber nicht geschafft. Das wird mich jetzt wundern. Das Büro. Was haben wir hier? Wartungsraum. Die erste Version des Wartungsraums. Ist das hier der Kopierer? Ah ja, der schäbige Kopierer. Dann würde ich sagen, bevor wir da hochgehen, gehen wir aber erstmal auf die andere Seite, oder? Lass mich raten, da gibt es bestimmt auch eine Treppe. Chefbüro. Okay, von spartanisch bis zu voll ausgestattet. Schön. Was gibt's hier? Die Lounge. Erste Version des Untergrundteils des Spiels. Mind Factory Escape. Stanley came to the lift. He traveled upward to the power source at the top of the facility to end this injustice forever. Now look closely, Stanley. See how it's impossible for the player to do anything in this room. Perfect example of poor level design, textbook mistake. It's the kind of thing you'd pick up on intuitively if you had even the most fundamental understanding of good and bad game design. But of course, you being you, you'll probably spend the next hour trying to solve it. Here, I'm just going to make this easy on you. Let's see. Stanley walked through the green. Echt interessant. Jetzt flitzen wir aber nochmal raus und mal die Treppe hoch. Freiheitsende. Aha, Freiheitsende. Das gibt's auch. Was haben wir hier? Countdown-Schreibtisch. Eine Zeit lang konnte der Aufzug im Monitorraum nach oben oder unten fahren. Mit Freiheit oben und Countdown unten. Das haben wir aufgegeben, weil die Spieler es zu schwierig fanden, sich zu merken, was oben und was unten war, und haben stattdessen die beiden Endungen zusammengelegt. Komm, ich will da drauf drücken.
Okay. So, Überwachungsaufzug. Eine Zeit lang konnte der Aufzug im Monitorraum nach oben oder unten fahren. Mit Freiheit oben und Countdown unten. Das haben wir aufgegeben. Okay. Der Countdown-Raum. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier schon sein sollten, aber was haben wir hier? Spieldesign-Modell. Was war das für ein Geräusch? Okay, Grundriss des Modells ist erhalten geblieben. Mhm. Boah, gibt's hier viele Bilder. Krass. Oh, das ist ja cool. Wie witzig. Da oben haben wir das Regallager, Fun, Arbeitsplatz, Getränkeautomat. Das hier kennen wir schon. Gucken, was gibt's denn hier? Okay. Was es nicht alles gibt, gell? Alien Base. vor allen Dingen schreiben Aliens auf ihre Base obendrauf Alien Base. Okay, schön. Lass uns hier mal weiter gucken. Ich weiß, wir sind schon ein Tickel über der Zeit, beziehungsweise mit Cutten geht's vielleicht. So, Dear Narrator. Okay, was gibt's hier? Erzähler-E-Mails. Oh, cool. So, jetzt lass uns auch mal hier den Exit nehmen. Wo war denn das Exit oben, ne? Glaube ich. War das auf der Seite? Nee. Hier waren die Aufzüge. Hier, Exit. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let... Ja, ich würde sagen, mit dieser Erfahrung wechseln wir mal in die nächste Folge. Okay, zerquetschen lassen ist schon mal echt blöd. Ja, dann würde ich sagen, ich hole euch einfach das nächste Mal im Büro des Chefs ab. Und dann schauen wir mal, welches weitere alternative Ende wir finden. Ich bedanke mich bei euch wieder mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß wie mir. Und dann sehen wir uns gleich wieder.